Das Königreich Marokko zwischen Berge und Oasen. Wir fahren die Straßen entlang der 1000 Kasbahs, Pässe im hohen Atlas und Wüste im Süden Marokkos. Marokko ist nicht nur ein Geheimtipp für viele Filmschaffende, die hier Game of Thrones gedreht haben, sondern ein Muss für jeden Motorradfahrer. Moderne, asphaltierte Straßen wechseln sich mit alten, geschotterten und sandigen Karawanstraßen ab. Seit unserer Motorradreise durch Südafrika, muss ich zugeben, fasziniert uns dieser Kontinent. In dieser Episode soll es um unsere Anreise nach Marrakesch gehen und einige sinnvolle Tipps über Marokko. Da es von München nach Marrakesch keinen Direktflug mehr gibt, müssen wir um 7 Uhr morgens etwa eine Stunde nach Frankfurt fliegen, um dort umzusteigen, und um 11 Uhr geht es weiter, circa 3,5 Stunden nach Marrakesch. Wir fliegen Economy Class und dürfen pro Person 21 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Das ist für jeden Motorradfahrer auf Flugreisen immer eine Herausforderung. Unsere Packtaschen sind für Fernreisen ideal. Neben dem Motorradanzug, den Helmen und den Stiefeln packen wir alles, was wir für die nächsten 10 Tage benötigen, hier ein. Immer wohl wissend, dass wir maximal 21 Kilogramm mitführen dürfen. Am Abend vor dem Abflug fahren wir bereits an den Münchner Flughafen, um unser Gepäck aufzugeben. Da ich aufgrund meiner Tätigkeit beruflich viel fliege, habe ich den Münchner Flughafen ganz anders in Erinnerung. Die Corona-Epidemie zeigt ihr Tribut, fast menschenleere Abflughallen. Meine Digitalwaage hat funktioniert. 20,9 Kilogramm wird hier beim Check-in gemessen. Am nächsten Morgen sind wir so gegen 6 Uhr, etwa eine Stunde vor Boarding, an unserem Gate und erwarten die Maschine, mit der wir bei leichtem Regen abfliegen Richtung Frankfurt. Pünktlich landen wir am Flughafen Frankfurt so gegen 8 Uhr, wo wir dann um 11:15 Uhr weiterfliegen bei herrlichem Sonnenschein Richtung Marrakesch. Während des gesamten Aufenthaltes am Flughafen, im Zubringerbus oder im Flugzeug während des Fluges muss man Corona-bedingt FFP2-Masken tragen. Das ist überhaupt kein Problem und jeder Fahrgast hält sich auch daran. Immer wieder spannend ist die Frage, ob auch das Gepäck bei einem Gabelflug mitkommt. Aber die Logistik passt, kein Problem. Liebe Gäste, wir weisen Sie außerdem noch darauf hin, dass Sie dazu verpflichtet sind, während Ihres gesamten Aufenthalts an Bord eine chirurgische oder FFP2-Maske zu tragen. Diese muss jederzeit Ihren Mund und Ihre Nase bedecken. Die Maskenpflicht dient uns allen als zusätzlicher Schutz in der Pandemie und gilt auch, wenn Sie geimpft, negativ getestet oder genesen sind. Wir starten pünktlich und jetzt kann das Motorradabenteuer Königreich Marokko endlich beginnen. Wir fliegen etwa 3,5 Stunden zunächst über Frankreich nach Spanien an die Costa del Sol und bei Gibraltar schwenken wir dann ein Richtung Marokko, um dort an der Atlantikküste entlang zu fliegen bis fast Casablanca, wo wir dann wieder Richtung Osten abbiegen, um in Marrakesch zu landen.
Wenn ihr unsere Erlebnisse mit dem Motorrad am Affenfelsen von Gibraltar sehen wollt, dann schaut unser Video Winterflucht nach Andalusien. Wir haben nun die Meerenge von Gibraltar überflogen und fliegen dann an der Atlantikküste Richtung Süden weiter. Etwas zur Geschichte von Marokko. Bereits im Jahre 789 hat ein Nachkomme Mohammeds, der arabische Fürst Idris I. in Fez mit Berberstämmen, die Idristen-Dynastie begründet. Ab dem 11. Jahrhundert gelang es dann Berberstämmen, im Namen des Dschihads ein Gebiet zu vereinen, das sich vom Norden Afrikas bis zu der Iberischen Halbinsel erstreckte. Aber seit 1212, der Schlacht bei Las Navas de Tolosa im heutigen Spanien, mussten sich die Berber immer wieder gegen den Ansturm christlicher Truppen auf den Norden von Afrika zurückziehen. Ab dem 17. Jahrhundert herrschten die Aleviten nun im Norden Afrikas über ein neues, unabhängiges Reich. Sultan Mulay Ismail gründete ein politisches System, das sich auf die religiöse Aristokratie stützte. 1912 endete dann die Unabhängigkeit und Marokko wurde ein Protektorat der Spanier und Franzosen. Frankreich akzeptierte zunächst das bisherige Sultanat. Ab 1930 wollten allerdings die Franzosen den Einfluss der Berber über das Sultanat entziehen, bis es dann 1956 zur Unabhängigkeit kam. Der damalige Sultan nannte sich dann König Mohammed V. und gilt als Begründer des modernen Marokkos. Der heutige König Mohammed VI. Möchte die Liberalisierung des Königreiches Marokko fortsetzen, ohne jedoch die politische Macht aufzugeben. Ob das klappt, wird die Zukunft zeigen. Wir sind nun endlich am Flughafen in Marrakesch gelandet und werden die nächsten Tage selbst Geschichte schreiben. Kleiner Tipp am Rande, die Einreisebehörde benötigt unbedingt die genaue Adresse des ersten Standortes. Und beim Verlassen des Flughafengebäudes wird erneut das Gepäck durchleuchtet. Es ist absolut verboten, eine Drohne nach Marokko einzuführen. Von unserem Reiseleiter werden wir mit 2 Kleinbussen am Flughafen abgeholt und mitten in die Altstadt in unsere Unterkunft gebracht. Der Ersteindruck von Marrakesch ist sehr positiv. Wir sind froh, dass wir mitten in der Altstadt wohnen, um dieses rege Treiben mitzubekommen. Da ist sie wieder, unsere gelbe Tasche. Wir bekommen unser Gepäck durch die engen Altstadtgassen bis zu unserem Hotel transportiert. Unser Hotel Riad Palmier ist ein sehr, sehr schönes Hotel, das einem Kanadier gehört, der das liebevoll restauriert hat. Wir sind die einzigsten Gäste dieses wunderschönen, zentral gelegenen Hotels und das genießen wir. Wir beziehen zunächst unsere wunderschönen Zimmer, erkunden das Hotel und treffen uns dann in der Gruppe zu einem traditionellen Pfefferminztee. Nach der langen Anreise kommen wir nun endlich alle auch mal zur Ruhe und lernen uns besser in der Gruppe kennen. Wir sind eine sehr harmonische Gruppe, bestehend aus 2 Motorradfahrerinnen, 9 Motorradfahrer und einer Sozia. Die meisten Tourteilnehmer kommen aus Deutschland, aus unterschiedlichen Bundesländern. Wir haben jedoch auch einen Österreicher dabei und unser Tourguide stammt aus Holland. Nachdem der Muezzin am späten Nachmittag zum Gebet aufruft, wollen wir hingegen nochmal in die Altstadt gehen, um uns die Füße vor dem Abendessen im Hotel zu vertreten.
Der Aufruf zum Gebet wird uns die ganze Reise begleiten. In der Regel sind die Gebetszeiten zwischen Morgendämmerung und Sonnenaufgang, nach dem Höchststand der Sonne und Anfang des Nachmittags. Meistens im letzten Drittel des Nachmittags, also vor dem Abend, zwischen Sonnenuntergang und Ende der Dämmerung. Und während der Nacht zwischen Einbruch der Dunkelheit und Morgendämmerung. Gefühlt also immer. Marrakesch ist zurzeit in der Altstadt eine einzige Baustelle. Überall wird renoviert und ich bewundere die Bauarbeiter, unter welchen Bedingungen sie hier arbeiten müssen. Der erste Eindruck von Marokko war super. Wir freuen uns schon auf die morgige Stadtführung durch die Altstadt von Marrakesch. Dann übernehmen wir die Motorräder und erkunden das Land. Mich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Bleibt gesund und bis dann.